Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich mit euch die Materialien teilen, die ich benutze, um Deutsch zu lernen. Und ja, das weiß ich habe schon von diesem Video tausendmal gemacht, aber es gibt immer mehr Leute, die in meinem Kanal Deutsch lernen. Und deshalb wollte ich was Ähnliches nochmal machen. Es wird etwas wie ein Study-Vlog, die ich schon für Französisch und Spanisch gemacht habe. Aber das ist nicht, wie ich regelmäßig, wie jeden Tag Deutsch lerne, okay? Es gibt auch die andere Sache, die ich mache, aber das ist nur ein Beispiel, wie man Deutsch lernen kann. Es gibt einige Materialien, die ich weiterempfehlen wollte und ich hoffe, dass dieses Video für euch hilfreich wird. Wenn ihr bereit seid, los geht's. İçlal oder İklal? İclal ya. İçlal, okay. Oder meinst du, wir könnten vielleicht mit der Zeit zum Beispiel unsere Erde, unsere Welt verbessern? Was sagst du? Was ist deine Meinung dazu? Ich finde, das wurde nicht so realistisch. Und dann aber würde ich sagen, dass in 100 Jahren würde so viele Lebewesen ausgestorben, ja. Ausgestorben sein? Mhm. Als ich euch schon davon erzählt habe, mache ich einen B2-Kurs auf Lingoda und vor kurzem habe ich angefangen, B2.2-Kurse zu machen. Ja, ein guter Fortschritt. Und dann, ich lerne die Sprache lieber selber. Es ist immer meine Priorität, eine Sprache selber zu lernen. Aber Lingoda gibt mir die Möglichkeit, immer mehr Menschen kennenzulernen, weil das ist nicht wie eine typische Sprachschule. Es ist weit entfernt von typischen Sprachschulen, weil auf dieser Website, auf Lingoda, könnt ihr den Lehrer für jede einzelne Klasse wählen. Und auch die Studierenden sind aus aller Welt und in jeder Stunde gibt es nur 3 oder 4 Personen. Das bedeutet, ich kann immer sprechen, der Lehrer immer fragt mich, was ist meine Meinung über ein bestimmtes Thema und das hilft euch beim Sprechen. Und bei dir musste ich eigentlich nicht so viel korrigieren. Also du hast wirklich eine gute Aussprache, ein guter Satzbau zum Beispiel, gutes Vokabular zum Beispiel. Ich würde sagen, natürlich ein bisschen weiter üben. Ich sage immer an euch alle natürlich, Übung macht den Meister. Deswegen, das sind Kleinigkeiten, die ihr natürlich dann verbessern solltet. Aber das soll ich auch sagen, manchmal die Klasse und den Lehrer sind ein bisschen langweilig. Ich lerne lieber selber, als ich schon gesagt habe. Aber in dieser Situation habe ich immer die Freiheit, jemanden anderen für meine nächste Klasse zu wählen. Und das ist, was gefällt mir auf dieser Website. Und wenn ihr auch wollt, einen Deutschkurs auf Lingoda zu machen, habe ich 2 Optionen, weil auf Lingoda gibt es ein Sprachlernen-Sprint. Und gibt es 2 Arten von Sprint, die sind Sprint und Supersprint. Die beide dauern 2 Monate, aber ich mache keinen Sprint, ich lerne, wenn ich will. Aber wenn man diese Sprache regelmäßig täglich lernen will, kann man immer an einem Sprachlernsprint teilnehmen. Und in Sprint, normaler Sprint, habt ihr 15 Stunden pro Monat, das heißt eine Klasse alle 2 Tagen. Und im Supersprint soll man täglich Deutsch lernen. Das bedeutet, habt ihr jeden Tag 1 Stunde Deutsch und die beide dauern 2 Monate. Am Ende habt ihr 30 oder 60 Stunden. Und wenn ihr an alle Stunden teilnehmen, könnt ihr 50% im Sprint und 100% im Supersprint Cashback verdienen. Ja, vielleicht ihr könnt diesen Deutschkurs auch kostenlos machen, aber es kommt darauf an, okay? Und wenn ihr wollt, jeden Tag Deutsch lernen und dadurch ihre Sprachkenntnisse auf ein höheres Niveau zu bringen, dann könnt ihr immer an Sprachlernsprint teilnehmen.
Und beim Anmeldung, wenn ihr wollt, 20 Euro oder 25 Dollar zu verdienen, könnt ihr meinen Code verwenden. Es steht hier in diesem Video und auch in der Beschreibung dieses Videos. Jetzt sind wir endlich fertig mit meinem Deutschkurs und gehen wir weiter mit Easy German. Ja, Easy German ist etwas wie mein Lieblingskanal auf YouTube. Die machen Interviews mit Deutschen und es gibt immer interessante Fragen und auch beim Antworten gibt es authentisches Deutsch und deshalb gefällt es mir. Und wenn ich diese Videos sehe, ich schreibe immer ein paar Sätze auf, besonders die Sätze, die einen guten Satzbau und neue Wörter, die ich nicht kenne, haben, um diese Wörter und Sätze später weiter zu üben und dadurch mein Deutsch zu beherrschen. Es gibt auch andere Kanäle, die diese Videos auf Französisch, auf Italienisch, auf alle Sprachen machen, aber Easy German ist wahrscheinlich mein Lieblingskanal. Ich weiß nicht, was der Grund dafür ist, aber es ist so. Ja, ihr könnt auch diese Videos sehen und in der Beschreibung dieses Videos schreibe ich ein paar Kanäle, die sehr hilfreich um Deutsch lernen sind, okay? Ich will schlafen. Ich will jetzt schlafen. Jetzt kommt die beste Empfehlung, um etwas auf Deutsch zu lesen, der Zeitschrift Deutsch Perfekt. Aber leider die Texte sind nicht immer auf dieser Website, die verschwinden in ein paar Tagen. Aber wenn Deutsch ist die einzige Sprache, die ihr lernt, dann könnt ihr vielleicht die Zeit finden, um jeden Tag diese Website zu besuchen. Aber persönlich habe ich keine Zeit dafür. Aber die Texte zu lesen ist sehr einfach und die Vokabeln ist so, als ihr sehen könnt, so schnell. Jetzt übe ich weiter meine Lesekompetenz auf einer Plattform, die Link heißt. Auf dieser Plattform kann man an fast alle Fremdsprachen seine Lesekompetenz verbessern. Es gibt Texte, es gibt so viele Materialien verfügbar. Und seit 2 Monaten benutze ich diese Plattform hauptsächlich für Französisch, aber gibt es alle Sprachen, ja fast alle Sprachen. Und hier kann man die Wörter speichern, persönliche Vokabelliste erstellen. Für mich das ist der größte Vorteil. Ich habe alles persönlich. Ich kann immer weiter Texte zu lesen und ich kann die Vokabeln üben. Ja, vielleicht bald mache ich ein Tutorial darüber, um euch zu sagen, wie man diese Plattform benutzt. Es hat mich wirklich geholfen mit Französisch und deshalb wollte ich einmal darüber ein Video machen. Wiederentdeckt. Etwa die Schrift Symposion von Platon, die im vorausgegangenen Beitrag über die sokratische Methode zur Sprache kam. Darin ging es ja um ein Gespräch zwischen dem Philosophen Sokrates. Nach dieser Plattform könnt ihr auch ein YouTube-Video importieren, aber natürlich, wenn auch das Video deutsche Untertitel hat. Zum Beispiel manchmal, wenn ich ein Video sehe und das Video ist ein bisschen kompliziert für mich, es gibt so viele Wörter, die ich nicht kenne. Und dann importiere ich das Video nach Link, um das Video wie alle anderen Materialien zu lernen. So sieht es aus, ja. Es ist so schwierig, eine Doublage, wie sagt man so machen. Ja, es ist wirklich schwierig. Und jetzt zeige ich euch die besten Materialien, um Deutsch zu lernen. Ja, nochmal, Nikos Weg und Deutsche Welle. Aber leider, die sind nicht mehr verfügbar in der Türkei. Und deshalb könnt ihr vielleicht VPN verwenden. Ich lerne nicht mehr von Deutsche Welle und deshalb weiß ich nicht, wie man dieses Problem lösen kann. Aber wenn jemand eine Lösung hat, bitte schreibt einen Kommentar. Es ist sehr wichtig. Bitte. Nikos Weg, wir lieben dich, aber du bist weg. Ja, du bist wirklich weg.
Ja, Leute, das war alles für dieses Video. Danke, dass ihr gekommen seid. Und jetzt, das Video wird fertig. Ich muss so schnell sprechen. Danke, danke, danke. Und ja, es war alles. Ich habe Instagram und Sie können auch mein YouTube folgen. Es war alles. Tschüss.